Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den Bosch Advanced Multi 18 Volt an, vom Bosch Grün. Der ist produziert worden in Ungarn und ja, hat 20.000 Oszillationen pro Minute und er ist einfach hochwertig verarbeitet, optisch super. Alles ist wirklich hochwertig verarbeitet. Starlock ist sehr praktisch und man kann seitlich einen Griff montieren. Ja, die Verarbeitung ist gut, Akku hebt super oben, Akkuladestandsanzeige, An-Aus-Taste und Verstellen der verschiedenen Stufen. Starlock ist mega praktisch, wie schon gesagt, schauen wir uns gleich an. Und die LED ist auch super, super hell. Perfekt einfach. Braucht man normalerweise nicht, will man nicht haben, weil man viel weniger Platz braucht, aber es kann fein sein, wenn man längere Arbeiten macht. Da schaut Starlock, ist was Gutes. Und schon ist drinnen. Und einfach das nach oben, dann wird das schmaler und schlägt ab. Einfach positionieren, wie man es haben will, eindrucken, ausfahren lassen. Wenn es heiß ist, ist praktisch, dass man es nicht anfassen muss. Wenn ich es wechseln will, zack, ausfahren lassen, neues eine. Mit Akku. Maße ziemlich genau 30 cm lang, Dicke 5,5 mal 5,5. Ja, super verarbeitet.
Kommen wir zu dem, wieso ich dem nicht die 15 Sekunden voll schenken kann, weil ich eben andere Sägeblätter verwendet habe. Ich habe keine anderen Starlock und nur der von Bosch. Wir sehen können, die Einhell 18 Volt, das Multifunktionswerkzeug, wie schnell das durchfräst. Es ist brutal, wie viel Leistung das von Einhell hat. Im Prinzip in der halben Zeit. Das heißt, ich muss die Zeit verdoppeln von Bosch. So, da haben wir nun die Schneidezeiten. Die Schneidezeiten sind, also ihr habt es ja gesehen, bei Bosch 15,1 Sekunden, aber ich habe es umgerechnet, weil das Bosch Multifunktionswerkzeug mit einem viel schärferen Sägeblatt gekommen ist, und das habe ich umgerechnet, weil das Einhell Multifunktionswerkzeug 8 Sekunden braucht und Bosch 15, und wenn ich das andere Blatt beim Einhell verwende, was ich bei den anderen verwendet habe, beim Varit und beim AEG, komme ich auf 15 Sekunden, also habe ich auch Bosch verdoppelt. Vibrationen in Millisekunden ist mir eigentlich positiv aufgefallen, aber die Werte sprechen nicht für das Ergebnis. Aber der Teil, den man oft angreift bei Bosch, ist halt gummiert, und deswegen spüre ich die Vibrationen kaum. Bei Einhell sind die Werte weniger, wo es gummiert ist, aber es gibt deutlich mehr ungummierte Stellen, genau da, wo man greift. Deswegen fühlt es sich subjektiv das Gerät viel vibrationsreicher an, also der Einhell. Vibriert gefühlt mehr, obwohl es eigentlich weniger ist, aber sie vibriert, also das Gerät selber vibriert weniger, aber es werden mehr Vibrationen übertragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Bei Bosch ist es eben nicht so. Bosch vibriert mehr auf jeden Fall, aber es ist viel besser, viel gescheiter gummiert. Das ist der Vorteil beim Bosch. Also subjektiv würde ich sagen, sogar Bosch relativ stark mit den Vibrationen, also hat schwache Vibrationen, will ich sagen, und ist gut im Thema Vibrationen. Faktor Länge will ich nicht viel sagen, kann eine große Rolle spielen, muss keine große Rolle spielen, kann aber. Und da ist Einhell ganz gut, weil Einhell relativ kurz ist. Die anderen beiden seien genau gleich lang, heißt die 6 cm können einen schon retten. Pluspunkt für Einhell. Nichts Besonderes für die beiden, müssen wir in Zukunft schauen, wie sie sich im Vergleich zu den anderen schlagen. Thema Gewicht, ja, ist Einhell die leichteste, AEG minimal schwerer, Bosch ist nochmal, ja, ganzes Stückchen, nicht viel eigentlich, aber trotzdem macht schon einen Unterschied, schwerer, das muss man beachten, ja, ist nicht extrem negativ auffallendes Gewicht, aber man spürt schon ein bisschen, muss ich sagen, ja. So, dann ein kurzes Fazit zu Bosch Advanced Multi. 32 Sekunden Zeit. Das ist ja schwach, wirklich schwach für 18 Volt. 30 cm Länge, 100 Euro Preis. Ja, man kriegt gutes Zubehör dazu, das muss ich sagen. Ich finde es in Ordnung, eine sehr gute helle LED. Griff ist mittelmäßig, ich finde ihn zu dick. Vibrationen sind sehr gut, subjektiv gemessen seien sie relativ schlecht, aber es kommt halt wenig an auf die Hand, weil sehr gut gummiert an den wichtigsten Stellen. Blattwechsel ist top, mit Starlock ist wirklich super. 88 dB ist viel leiser wie die anderen, das passt eigentlich ganz gut. Von mir aus kann man die Bosch natürlich kaufen. Ich finde sie eigentlich gar nicht so schlecht, bis auf die Leistung und den etwas zu dicken Griff. Sonst ist es wirklich ein Top-Multitool, Multifunktionswerkzeug, was immer praktisch ist, dass man eins hat. Ja, also von mir aus eine Empfehlung. Ich bedanke mich fürs Schauen. Wenn ihr was bestellen wollt, bestellt über meinen Link. Wäre super nett, würde es mir unterstützen. Danke. Und ja, danke fürs Schauen. Servus und ciao.